In diesem Video baue ich mir eine Displayhalterung, weil die aktuelle nichts taugt und ich mir ein neues Soundsystem geholt habe, das leider nicht unter meine Monitoren passt. Dazu gibt es bald übrigens auch noch ein Video. Außerdem möchte ich mehr Platz auf meinem Schreibtisch haben und die aktuellen Monitorfüße nehmen unwahrscheinlich viel davon weg. Ich fange mit dem Arm an, der den großen Monitor halten wird. Und ich werde diesen Abschnitt einfach rausschneiden und so wie er ist benutzen. Als Säule verwende ich dieses Rohr. Die Klemmbefestigung besteht aus zwei Profilen, die am Rohr festgeschweißt werden. Ich vergrößere die Fläche des oberen Profils mit Flachstahl und zwei kleineren Profilen. Es muss schon stabil sein, weil später zwei schwere Monitoren daran befestigt werden. Auf dem unteren Profil montiere ich zwei Schrauben, mit denen man die Tischplatte klemmen kann. Damit der Druck gleichmäßig verteilt wird, habe ich noch eine kleine Platte gemacht, die zwischen den Schrauben und der Tischplatte kommt. Jetzt schweiße ich die Klemmprofile an das Rohr. Also es ist bestimmt nicht gerade, aber es ist gut genug. Ja, passt. Okay, ich habe gerade nur 2 Punkte gemacht, nur damit es hält. Jetzt schaue ich mir einfach nur, ob das gerade ist, und wenn es gerade ist, dann schweiße ich es fest. Und wie man sehen kann, ist es perfekt nicht gerade. Kann man nicht sehen wahrscheinlich. Mist. Ich habe das jetzt gerade gebogen und schweiße es jetzt fest. Okay, also mal sehen, ob das überhaupt funktioniert. Ach scheiße, was ist das für ein Scheiß? Was habe ich da für ein Scheiß? Also ein Brett später. Es sieht ganz gut aus. Ich habe immer noch Angst, dass der Monitor wackelt. Sonst, wenn ich da irgendwie wackel, dann bewegt sich eigentlich nur das Brett da. Ich habe leider kein Rohr, was perfekt da drumherum passt. Aber ich habe das gefunden. Es wackelt leider aber. Das Problem löse ich mit ein wenig Flachstahl. Es passt perfekt. Damit es von alleine nicht runterrutscht, fixiere ich 4 kleine Muttern, um es später festziehen zu können. Um diese kleinen Muttern an das Profil zu schweißen, klemme ich die Schraube mit einer weiteren Mutter fest. Die Mutter ist dann perfekt zentriert. So sieht das dann aus. Jetzt kann ich die untere Mutter entfernen und die nächsten dran schweißen. Okay, ich habe jetzt das Flachstahl innen rangeschweißt und jetzt, wenn ich die Schrauben reinschraube, dann wird es das Flachstahl am Rohr klemmen und so wird es nicht wegrutschen. Hoffe ich mal. Ja, es ist ein bisschen eng, aber es geht. Damit es nicht runterrutscht, es wird niemals runterrutschen, kann man die Schrauben hier festziehen. Nicht falsch. Ach, was ist das für ein Scheiß? Und dann wird es mit Sicherheit nicht runterrutschen. Oh ja, stabil. Also jetzt kommt das da dran, irgendwie. Beim Schweißen hat sich das Vierkantrohr ein bisschen verzogen. Und es ging richtig schwer drauf. Deswegen musste ich das Rohr mit der Flex abschleifen. Und jetzt geht's. Ich habe bemerkt, dass wenn ich hier drücke, dass sich das Rohr leicht, also sehr leicht durchbiegt. Wenn das später zu stark stört, dann werde ich hier 2 Stützen hinzufügen, damit es weniger wackelt. Damit ich mir das jetzt besser vorstellen kann, habe ich die Halterung auf meinen Schreibtisch aufgebaut. So kann ich sehen, wo die Befestigungslöcher des Monitors sitzen und dementsprechend einen Adapter bauen. Das ist jetzt die Befestigungsplatte, an der der Monitor später festgeschraubt wird. Ich schweiße jetzt hier 2 Schrauben fest. An der Stelle wird man den Monitor neigen können. Um den zweiten Arm zu machen für den zweiten Monitor, habe ich leider nicht genug von diesem Profil. Deswegen muss ich jetzt ja, aus diesen Stücken nochmal genau so einen Rahmen machen. Ich habe nachgemessen, es müsste reichen. Aber das ist super anstrengend und ich habe nicht so viel Bock drauf. No, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never
glaube, die Länge sieht gut aus. Wie kriege ich nochmal so einen? Das ist nicht schlecht. Muss ich nur zweimal schweißen, hier und hier. Perfekt, wie genau ist das eigentlich? Die sind genau gleich lang. Sieht man das? Ob das gerade ist? Auf jeden Fall ist es ziemlich gut. Ich befestige jetzt den zweiten Arm mit kleinen Flachstahlstücken und 2 dicken Schrauben, sodass man den Winkel zwischen den Monitoren einstellen kann. Nice. Ich baue jetzt genau die gleiche Halterung, aber für den zweiten Monitor. Das da ist die Befestigungsplatte für den zweiten Monitor. Die schraube ich auf meine Halterung fest. Ich habe noch eine Versteifung angeschweißt, weil der Monitor doch zu stark gewackelt hat. Ich habe auch diese kleine Stütze reingeschweißt, damit es weniger wackelt. Ich wollte einfach auf Nummer sicher gehen. Jetzt muss ich nur noch alle Teile lackieren. Ja, jetzt geht natürlich die ganze Farbe ab, aber es ist egal. Die anderen Stellen sehen gut aus. Meine selbstgebaute Monitorhalterung ist nun fertig und ich bin wirklich zufrieden mit dem Ergebnis. Ich habe nun viel mehr Platz auf meinem Schreibtisch und mein neues Soundsystem passt nun auch darunter. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann abonniert meinen Kanal, damit ihr nicht das kommende Video verpasst, in dem ich zeige, wie ich mir einen 5.1 Verstärker für weniger als 20 € selbst zusammengebaut habe. Ich hoffe sonst, dass euch mein Video gefallen hat und ihr vielleicht sogar inspiriert wurdet, selbst solche Projekte anzufangen. Vergesst nicht ein Like dazulassen, wir sehen uns im nächsten Video, macht's gut, ciao!